Die konstruierte Welt. Das Erbe von Bretton Woods. Diese Welt entstand nicht durch Zufall. Das Geld in deiner Tasche, die Regeln, die deine Arbeit bestimmen, ja sogar die Schulden, die sich hinter jeder Wirtschaft wie ein Gebirge auftürmen. Nichts davon geschah von selbst. All dies wurde Millimeter für Millimeter und mit voller Absicht von Menschen entworfen, die zusahen, wie die Welt kurz vor ihrer Selbstzerstörung stand. Die nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffene Ordnung wurde nicht errichtet, weil sie gerecht oder reibungslos funktionieren sollte, sondern um dieses gewaltige Chaos um jeden Preis ein zweites Mal zu verhindern. Denn Anfang der 1940er Jahre diskutierte niemand über Inflationsziele oder Förderpakete, jeder versuchte schlichtweg zu überleben. Europa lag in Trümmern, Städte waren ausgelöscht, ganze Volkswirtschaften unter Schutt begraben. Asien war vom Krieg zerfetzt. Der Handel war zum Erliegen gekommen, Währungen waren wertlos. Der Schmerz der Weltwirtschaftskrise war noch so präsent, dass niemand ein Lehrbuch brauchte, um zu verstehen, was ein finanzieller Kollaps bedeutet. Die Entscheidungsträger jener Zeit hatten eine Lektion verinnerlicht. Unkontrollierte Märkte und kollabierende Währungen bringen nicht nur Armut, sie nähren den Hass, schüren Extremismus und bringen am Ende den Krieg vor deine Haustür. Noch während der Krieg tobte und die Waffen noch nicht schwiegen, stellte eine Gruppe von Planern eine radikale Frage. Was wäre, wenn das Fundament des nächsten Friedens nicht nur politisch, sondern auch finanziell wäre? Im Juli 1944, während in Europa die Bomben fielen, kamen Vertreter aus 44 Ländern in dem beschaulichen Ort Bretton Woods zusammen. Auf dem Papier entwarfen sie ein Währungssystem, doch in Wahrheit betrieben sie das Engineering der Stabilität. Sie führten keine akademische Debatte. Sie dachten an nichts anderes, als dass sich das wirtschaftliche Chaos der 1930er Jahre nie wiederholen dürfe. Ihre Angst galt nicht den Schulden oder der Ungleichheit, ihre wahre Angst war die Unordnung. Denn Unordnung endete immer gleich: Arbeitslosigkeit, Wut und Weltkrieg. Deshalb trafen sie Entscheidungen, die Generationen prägen sollten. Erstens: Währungen durften nicht mehr einfach frei kollabieren. Die Wechselkurse wurden fixiert und berechenbar gemacht. Stabilität stand über allem. Zweitens: Sie wagten einen radikalen Schritt und verlangten, dass Länder einen Teil ihrer wirtschaftlichen Souveränität abtreten. Nicht, weil man einander vertraute, sondern weil niemand mehr sich selbst vertraute, akzeptierte man diese Regeln. Drittens, und das Wichtigste, sie rückten Amerika ins Zentrum. Das war kein Akt der Nächstenliebe, sondern eine mathematische Notwendigkeit. Die USA waren aus dem Krieg mit einer unversehrten Industrie, gigantischen Goldreserven und enormer Macht hervorgegangen. Wenn die Welt einen Anker brauchte, konnte das nur der US-Dollar sein. Der Dollar wurde an das Gold gebunden und die Welt an den Dollar. Theoretisch schuf dies eine Welt, in der jeder in Sicherheit Handel treiben konnte. Doch in der Praxis entstand eine Hierarchie. Diese Hierarchie, die damals wie ein kleiner Preis für den Frieden erschien, brachte Institutionen wie den IWF und die Weltbank hervor. Das Ziel dieser Institutionen war nicht nur Wachstum, sondern zu verhindern, dass ein Brand an einem Ort die ganze Welt in Flammen setzt. Und seien wir ehrlich, eine Zeit lang funktionierte es wirklich. Mittelschichten entstanden, Städte wurden wieder aufgebaut. Der Handel explodierte. Im Vergleich zum vorangegangenen Chaos war das System regelrecht ein Wunder, doch jedes Wunder hat seinen Preis. Dieses System basierte auf einem sehr empfindlichen Gleichgewicht, bei dem das Geld unter Kontrolle war, Schulden verwaltbar blieben und die Großmächte einander vertrauten. Doch kein Gleichgewicht hält ewig. Du musst wissen, die Schöpfer dieses Systems wussten, dass es nicht vollkommen war. Sie glaubten nur, dass diese Mängel im Vergleich zum Chaos das kleinere Übel seien. Sie wussten, dass sie Risiken nicht eliminieren, sondern nur aufschieben oder transformieren konnten. Was sie jedoch nicht ahnten: Wenn sich die Welt erst einmal an ein System gewöhnt hat, wird es fast unmöglich, es zu ändern. Systeme werden geschaffen, um Krisen zu bewältigen, aber sie arbeiten weiter, wenn die Krise vorbei ist.
Die Bedingungen von 1945 hatten sich längst geändert, doch die vom System geschaffenen Abhängigkeiten waren bereits in die Adern der ganzen Welt übergegangen. Im Hintergrund geschah noch etwas anderes. Geld wurde von einem reinen Tauschmittel zu einem Machtinstrument. Und als Präsident Nixon 1971 mit seiner berühmten Entscheidung die Bindung des Dollars an das Gold vollständig aufhob, traten wir in eine Welt ein, die nicht mehr auf Greifbarem, sondern nur noch auf Vertrauen basierte. Dies wurde nicht als Revolution, sondern als simples technisches Update verkauft. Damit das Vertrauen nicht erschüttert wurde, fand der Dollar eine neue Stütze: Energie. Als Öl in Dollar gehandelt wurde, wurde der Bedarf an Dollar dauerhaft. Von nun an lernte das System, statt Instabilität zu unterdrücken, an genau dieser Instabilität zu verdienen. Schulden waren kein Problem mehr, sondern ein fundamentaler Bestandteil des Systems. Es geht hier nicht um böse Akteure, sondern um Anreize. Als das Geld sich von physischen Grenzen befreite, wählten Politiker den leichten Weg, um ihre Versprechen zu finanzieren. Krisen wurden ständig in die nächste Periode vertagt. Heute ist das System an einem Punkt, an dem, wie wir in der Krise von 2008 sahen, Institutionen entstanden sind, die too big to fail sind, also zu gigantisch und miteinander vernetzt, um sie untergehen zu lassen. Stabilität ist zu einer Abhängigkeit geworden. Die Ungleichheit, die wir heute erleben, oder die Inflation, die in den 2020er Jahren wieder aufflammte, ist eigentlich nichts anderes als die Rechnung, die uns nach Jahrzehnten des Aufschiebens nun präsentiert wird. Fazit: Diese Ordnung war kein Fehler, sondern eine logische Antwort auf die Zerstörung. Aber kein System kann dich ewig vor den aufgeschobenen Kosten schützen. Stabilität hat immer einen Preis, und diese Rechnung begleicht irgendjemand, sei es durch Inflation, durch Schulden oder durch verpasste Chancen. Die Gefahr ist nicht, dass sich die Geschichte wiederholt. Die Gefahr ist, dass die Systeme, die gebaut wurden, um die Brände von gestern zu löschen, heute stillschweigend unsere Zukunft gefangen halten. Wenn du das verstehst, wird dir die Welt nicht mehr so chaotisch vorkommen. Nicht, weil sie sicher ist, sondern weil du siehst, wie die Puzzleteile ineinandergreifen. Die Geschichte wiederholt sich, weil sich die menschliche Psychologie und Machtinteressen nie ändern. Wenn dir dieser Blickwinkel gefallen hat, dann bleib dran. In den staubigen Seiten der Vergangenheit liegen noch viel mehr Antworten. Das war's für heute bei Die Vergangenheit. Vergiss nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Wir sehen uns morgen.